heute mit einem Interview, mein erstes. Ich bin hier mit Daniel Radke, der mein Fitnesstrainer ist und mein treuester Podcast-Hörer. Und als ich ihn neulich gefragt habe, was er denn sich mal für Themen wünscht, sagte er, sprich doch mal über Erfolg und Scheitern, über erfolgreich scheitern. Und da habe ich gesagt, okay, was mache ich denn da? Ach Daniel, du möchtest mir bestimmt dazu was erzählen. Und tatsächlich hat er sich bereit erklärt, heute dabei zu sein und mit mir über das Thema erfolgreich scheitern zu sprechen. Hallo Daniel, vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen, auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal hier dabei sein darf. Ja, lieben Dank nochmal. Und als wir beide darüber gesprochen haben, was möchtest du denn gerne mal für Themen hören, kam spontan das Thema erfolgreich scheitern, was ja für dich etwas ist, was dich auf deinem Lebensweg in den letzten Jahren begleitet hat und wo du wirklich gestärkt daraus hervorgegangen bist. Erzähl uns doch bitte mal deine Geschichte. Ja, danke schön. Es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich etwas ungewöhnlich ist, dass das Erste, woran man denkt, ein erfolgreiches Scheitern ist sozusagen. Aber tatsächlich war in meiner Vergangenheit Scheitern für mich immer schon etwas, was ich natürlich auf der einen Seite am Anfang schmerzhaft erfahren habe, auf der anderen Seite natürlich aber auch gelernt habe, damit positiv umzugehen. Ich glaube, eines der einschneidendsten Erlebnisse haben damit zusammenhängen, warum wir uns kennengelernt haben. Das ist nämlich, dass ich hier eher unglücklich angefangen habe. Ich hatte eine Geschäftsbeziehung hier in Hofheim, die leider relativ schnell sich herausgestellt hatte, dass es nicht für beide Seiten gut funktioniert. Und dann ist man natürlich erstmal unglücklich, auch weil ich ja eigentlich ein gebürtiger Münchner bin und dementsprechend auch dann an einem Ort war, wo ich mich erstmal nicht so wohl gefühlt hatte. Ja, und im Grunde genommen haben wir es dann aber geschafft, die Gesellschaft quasi rechtzeitig oder mehr oder weniger rechtzeitig. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, dass du die Geschichte mal von vorne erzählst? Natürlich. Was war das für ein Geschäft? Was ist da los gewesen und wie hast du dich wieder rausgerettet? Ich habe ja schon erzählt gehabt, ich komme ursprünglich aus München, habe dort Fitnessökonomie studiert, also in dem Sinne Fitnessmanagement, und habe mich dann mit der Idee herumgetragen, ein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen, und zwar ein EMS-Studio. Manche kennen das vielleicht, das nennt sich Elektromuskelstimulation. Was übrigens total genial ist. Kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Ist also ein Unternehmen, was nicht so viel Investitionsvolumen benötigt, also wo wir eben die Möglichkeit haben, ein Personal Training Studio zu eröffnen, und hatte für diesen Zweck einen Geschäftspartner hier in Hofheim kennengelernt. Wir haben uns einen ganz normalen Businessplan geschrieben, haben dort auch alles gut mit eingetragen und auch die Eventualitäten besprochen. Was wir aber nicht so gut gecheckt hatten, waren uns gegenseitig. Ah, okay. Okay, ja, das ist kritisch natürlich, gerade wenn man so zweit unterwegs ist. Ne? Absolut. Und deswegen haben wir sozusagen alles reibungslos mit der Bank abgewickelt und haben dann aber im Laufe der Zeit, schon in den ersten paar Monaten eigentlich festgestellt, die Voraussetzungen sind etwas unglücklich, wir kommen miteinander nicht so richtig klar, haben aber jetzt aufgrund unserer Unternehmensform, der GbR, natürlich etwas gewählt, was auch viele Risiken birgt. Also sprich persönliche Haftung auch gegenüber dem anderen Gesellschafter. Und so etwas gibt man natürlich nicht sofort wieder auf, gerade wenn eine Bank einem Geld geliehen hat. Und was war jetzt der Punkt, an dem ihr erkannt habt, ihr wollt oder ihr müsst euch doch dann geschäftlich trennen? Und wieso war das dann tatsächlich ein Scheitern? Also hast du das als Scheitern damals empfunden? Wie ging es dir? Ja, ich habe das absolut als Scheitern empfunden, weil das natürlich eigentlich ein Traum war, den ich mir verwirklichen wollte. Im guten Glauben, dass ich natürlich auch mit meinem Geschäftspartner gut zurechtkomme. Und ich habe es auch deswegen als Scheitern empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich der Experte für dieses Gebiet. Habe also schon in meiner Vergangenheit im Studium und auch danach quasi Unternehmen geholfen, genau so etwas auch zu verhindern bzw. zu beraten. Okay. Und jetzt sich selber einzustellen, wenn man selber beteiligt ist, dass es eben nicht richtig klappt. Da steht man erstmal nicht unbedingt vor einem Scherbenhaufen, weil ich eben auch zum Glück Eltern und Freunde habe, die mich immer schon unter meinen Unternehmungen und auch in meinen ganzen Überlegungen unterstützt haben. Aber natürlich war das Thema, als wir festgestellt haben, es lässt sich eben nicht retten, sondern wir müssen es wirklich auftrennen, war natürlich schon die Frage, wie geht es weiter? Und wie lange hat dieses Auftrennen gedauert und ab wann ging es dann für dich alleine gut weiter? Das Auftrennen hat sich natürlich schon relativ schnell angezeichnet, aber aufgrund eben diesem GbR-Vertrag mussten wir 4 Jahre tatsächlich durchhalten, was eine extrem lange Zeit ist, wenn man eigentlich nach einem Jahr schon spätestens festgestellt hat, dass es nicht das Richtige sein wird. Okay, und wie ging es euch beiden da in den Jahren?
schön, dass du fragst, auch wie es uns beiden ging, denn ich denke, das war auch für uns beide eine große Herausforderung. Ich kann natürlich in dem Fall jetzt hauptsächlich von mir sprechen, dass es natürlich schon auch emotional eine große Belastung für mich war. Eben auch wirklich quasi an einem Ort zu sein, wo man erstmal nicht zu Hause ist, mit einem Unternehmen, das erstmal neu ist, sozusagen der erste alleinige Versuch. Und dann eben auch zu sehen, wie es aber auch dem Geschäftspartner damit nicht gut geht. Das ist ja auch nochmal etwas, dass man eben beim Scheitern auch bedenken muss, dass es einfacher ist, gleich immer zu sagen, der andere ist schuld. Sprich, ich würde es hinbekommen, der andere hat es aber verbockt. Nee, aber deswegen ist es wirklich so gewesen, dass wir beide dann eben auch einvernehmlich es geschafft haben, nach anfänglicher Streitigkeit es gemeinsam aufzutrennen. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Weg, dass man eben tatsächlich auch in Konfliktsituationen, auch wenn quasi Unternehmen scheitern, trotzdem am Schluss sagen kann, beide behalten ihr Gesicht und beide kommen auch mit der Endsituation gut zurecht. Das heißt also, ihr habt 4 Jahre gebraucht, bis ihr euch dann tatsächlich vom Geschäft trennen konntet. Absolut. Genau. Und bis dahin habt ihr zusammen weitergearbeitet. Ja, mehr schlecht als recht, aber dann war natürlich die Frage, wie geht es ohne großes Kapital weiter? Also gehe ich nach München zurück ohne Geld? Vielleicht sogar in dem Fall war es jetzt so, dass die Bank ihr Geld natürlich zurückhaben wollte, weil die Unternehmung halt einfach nicht mehr vorhanden war, nicht mehr die Gesellschaft. Aber zum Glück, ich habe ja vorher schon meine lieben Eltern quasi erwähnt, die haben mich unterstützt, die haben mich vor allem auch ermutigt, weiterzumachen, gesagt haben, wir stehen hinter dir, wir leihen dir das Geld, quasi um wieder neu anzufangen. Hatte ja wunderbare Kunden, die wollte ich auch nicht alleine lassen. Und dementsprechend war für mich eigentlich nach kurzer Überlegungszeit schon klar, ich bleibe hier, an dem Ort, der erstmal natürlich emotional etwas negativ aufgeladen ist, aber immer noch mit dem Herzenswunsch, eben in meiner Unternehmung Leuten mit Gesundheit und Fitness zu helfen und gerade auch mit dieser wunderbaren Methode auch hier weiterzuführen, um mir eben ein Geschäft aufzubauen, was mir auch später die weitere Grundlage ermöglichen kann. Ja, und das hast du dann getan. Das ist dann das Geschäft, wo ich dich kennengelernt habe. Genau. Du hast auch nochmal den Ort gewechselt, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Tatsächlich war ich immer schon in der gleichen Ortschaft. Okay. Aber Teil des Auftrennungsprozesses war es natürlich auch, zu entscheiden, wer bleibt denn jetzt in diesem Unternehmen, in diesem Geschäft drin sozusagen. Wenn ein Unternehmen an einem Ort aufgebaut wird und 2 Leute können sich nicht einigen, wer denn jetzt drin bleibt, war das auch mal eine große Herausforderung. Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gelöst? Oder Tatsächlich was? einvernehmlich. Okay. Also das auch entsprechend, selbst wenn es nicht notwendig war, ich meinem Geschäftspartner damals eine Ausgleichszahlung angeboten hatte, die eben es dann auch ermöglicht hat, eben auch für ihn zu sagen, okay, es ist nicht die optimale Lösung, aber er hat sich damit eben auch zufriedengestellt. Okay, und das neue Geschäft, soweit ich das zumindest beurteilen kann, läuft gut. Läuft sehr gut. Wir stehen da jetzt gerade sozusagen am Scheitelpunkt meiner Karriere, in Anführungszeichen. Denn ich du wagst den nächsten großen Schritt. Genau, das Geschäft habe ich aufgebaut und nun habe ich es abgegeben. Das heißt, ich habe es verkauft an sehr gute Nachfolger. Und bin jetzt wieder vor dem Sprung in meine Heimat nach München mit einer noch größeren Unternehmung, die noch mehr Risiken birgt. Denn das wird ein Geschäft sein, was so es im Fitnessmarkt noch nicht gibt. Es wird sich nämlich rein an die Best Ager Group. Ich weiß, die beteiligten Leute wollen diesen Begriff immer nicht hören. Ach doch. Du bist ja auch noch nicht drin. Nein, ich meinte tatsächlich auch nicht mich, aber ich glaube, Best Ager ist immer noch netter, als was es sonst noch so für Worte gibt. Silver Surfer habe ich jetzt im Rahmen der Internetnutzer gehört. Also da gibt es viele Begriffe. Nein, tatsächlich soll es ein rein gesundheitlich orientiertes Studio werden. Also auch wieder Personal Training, das heißt 1:1 diesmal. Bisher hatten wir ja immer einen Trainer auf höchstens 2 Trainierende. Dieses Mal soll es aber tatsächlich so sein, dass ich mich um die eher gesundheitlichen Belange dieser Best Ager kümmern möchte. Das heißt vor allem mit Rücken- und Beckenbodentraining. Okay. Auch da wieder ein Terrain, wo man fragen könnte, wie kommt ein 36-jähriger junger Mann auf die Idee, sich Beckenboden als Thema zu nehmen? Aber ich liebe Herausforderungen. Und ich sehe auch oft, dass in meinem Bekannten- und Freundeskreis eben etwas überrascht darauf reagiert wird, wenn ich sozusagen mich nicht auf ein gemachtes Bett begeben möchte, sondern ich werde ja von Freunden oder jetzt auch von Kunden gefragt, wieso ich denn etwas Erfolgreiches aufgebe, um wieder unsicher zu sein, ob ich keine Angst habe, zu scheitern. Und da wären wir natürlich bei dem Punkt, wo ich immer wieder mit einem Strahlen sagen kann, überhaupt nicht. Ich freue mich. Und das heißt, die Angst nicht zu, also warte mal, hast du nicht die Angst zu scheitern oder hättest du keine Angst, wenn
überhaupt, dass du scheiterst? Ich bin ganz sicher, dass ich scheitern werde. Und zwar nicht unbedingt vielleicht dieses Mal im Großen, sondern vielleicht in vielen kleinen Dingen. Ich weiß gerade dann, wenn es um etwas geht, was noch keiner gemacht hat, was noch nie jemand so konsequent umgesetzt hat. Ja. Bisher gibt es immer viele Fitnessstudios, die sagen, wir versuchen die jungen Leute abzuholen, wir versuchen die etwas älteren Leute abzuholen. Die typische Marketingsprache ist ja, der Sixpack-Mann mit der jungen, schlanken Dame an der Seite und die älteren Leute sollen sich auch angesprochen fühlen. Ich möchte es eben genau andersrum machen. Ich möchte sagen, die Bildsprache soll eben genau diese Zielgruppe abholen. Habe mich dann natürlich im Vorfeld auch mit ganz lieben Freunden mit besprochen, um einfach mal festzulegen, was ist das überhaupt für eine Zielgruppe, vor welcher Herausforderung stehen diese ganzen Sachen. Ja. Das heißt, ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Punkte, dass man einfach sagt, ich beschäftige mich erstmal mit dem, was passieren wird und plane auch schon mal ein bisschen ein, was ist denn der Worst Case? Was kann mir passieren, wenn ich scheitere? Aber nochmal zurück, wenn wir jetzt sagen, dieses Gefühl des Scheiterns, das war damals sehr stark. Ja. Was hat dich rausgeholt? Ich habe schon gehört, deine Eltern. Ja. Aber auch was hast du jetzt auch sozusagen an Kraft dafür mitgenommen, jetzt für deinen weiteren Weg? Also was waren so die Elemente, die dich gerettet haben, entweder deine eigenen oder von außen kommende? Was war das, was dich weitergebracht hat? Am Scheitern sind ja erstmal viele Emotionen beteiligt. Das heißt, ich glaube, dass der erste Teil, der mir geholfen hat, ist erstmal diese Emotionen auch zuzulassen. Dass ich auch wirklich merke, was macht das überhaupt mit mir? Ja. Es gibt ja oft dieses Thema, Augen zu und durch oder es geht schon irgendwo weiter. Aber ich glaube, der erste Punkt, der mir geholfen hat, ist erstmal überhaupt zu realisieren, was macht das überhaupt mit mir? Ist das jetzt einfach nur, weil ich gescheitert bin oder ist es wirklich nur ein Scheitern der Unternehmung? Das heißt, ich glaube, man muss sehr viel unterscheiden oder ich habe für mich festgestellt, dass so ein gravierendes Scheitern erstmal eine Herausforderung für mich war, festzulegen, nicht ich als Person bin gescheitert, sondern unsere Unternehmung ist gescheitert. Das macht auch mal mit den Emotionen etwas anderes, dass ich sagen kann, es wertet mich nicht ab, es schaut keiner auf mich und sagt, ach, das ist derjenige, der gescheitert ist, sondern im Zweifelsfall kann ich jetzt im Nachhinein glücklich darüber berichten, dass es mich weitergebracht hat. Also das heißt, du bist mit deinen Emotionen sorgfältig umgegangen. Du hattest Eltern, die dich unterstützt haben. Ja. Gab es noch was? Ich habe gelernt, dass Schuldzuweisungen nicht angebracht sind. Aha. Das heißt, dass ich nicht sage, mein Geschäftspartner ist schuld oder die Umgebung war schuld, weil ich nicht in München war, sondern hier. Sondern tatsächlich auch, dass ich festgelegt habe, okay, ich muss auch Verantwortung übernehmen. Wenn ich das Risiko eingehe, ist es auch meine Verantwortung dafür, gerade zu stehen. Und das ist wahrscheinlich was du jetzt sehr stark trägst, ne? Was du jetzt für dein neues Unternehmen auch wieder hast. Auch, absolut. Und dementsprechend weiß ich jetzt auch, dass ich mich noch mehr damit beschäftigen muss, wie ich das Ganze angehen möchte. Das heißt tatsächlich auch, ich fühle mich besser vorbereitet, ich fühle mich aber auch besser vorbereitet auf ein mögliches Scheitern. Beziehungsweise, ich habe ja vorher schon gesagt, ich werde sicher in irgendwelchen Punkten scheitern, gerade bei unbetretenen Wegen bisher. Ja. Aber da ist es für mich natürlich auch wichtig, dass ich jetzt durch den Verkauf natürlich auch eine gewisse Basis habe. Eine emotionale Basis, aber natürlich auch eine finanzielle Basis. Denn wenn ich überlege bei einer Unternehmung, was ist der Worst Case, und ich dann feststelle, ich kann nicht finanziell mich zu sehr in ein Loch fallen, ich werde also nicht in die Arbeitslosigkeit abrücken, wenn ich plötzlich feststelle, das funktioniert so nicht. Ich habe genug Erfahrungsspielraum in der Fitnessbranche, das heißt, ich kann jetzt auch jederzeit adaptieren. Ja. Das heißt, auch damit sich zu beschäftigen, das kennt man von einem Businessplan, sich mit dem Worst Case zu beschäftigen. Und ich glaube, so viel Emotion, die auch in einer neuen Unternehmung dabei ist, auch dort ist es schon wichtig, eben festzulegen, was kann mir passieren, komme ich damit zurecht. Emotional fühle ich mich vorbereitet, finanziell fühle ich mich vorbereitet. Ich gehe mit besonders viel Freude an diese neue Herausforderung. Ja. Genau. Und habe eben auch dort dann wieder sozusagen ein Umfeld, was mich natürlich auch nochmal mitträgt. Ja, die Heimat. Die Heimat. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer schon jedem von meinen schönen München erzählt habe. Ja, das ist immer ganz furchtbar, wenn er hier von seinem München erzählt. Wichtig ist auch, glaube ich, noch den Leuten zu sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Risiken einzugehen. Also das heißt, dass es nicht darum geht, sozusagen später zu sagen, hätte ich das mal gemacht oder dass man seine Wünsche quasi hinten anstellt, sondern dass man sich auch wirklich traut, solche Sachen anzugehen. Ja, das ist ja in der Tat immer wieder so eine Geschichte, das erlebe ich ja viel, wenn die Menschen hier sitzen und irgendwie nicht zufrieden sind mit dem, wie es weitergeht, aber tatsächlich nicht den Mut aufbringen. Glaubst du, du hast irgendwie eine ganz besondere Eigenschaft, dass du dich immer wieder in so ein Wagnis
stürzt? Ich glaube, die größte positive Eigenschaft, die ich habe, dass ich wirklich ein grundoptimistischer Mensch bin. Das heißt, selbst in so Phasen, wo es mir eigentlich sehr schlecht ging mit dem Geschäftspartner, hatte ich immer schon, auch gerade durch räumliche Trennung, zu der Zeit habe ich noch in Darmstadt gewohnt, also eigentlich so 40 Kilometer entfernt, auch nochmal durch die räumliche Trennung trotzdem das Thema, dass ich kurz Abstand halten konnte und trotzdem auch meine Lebensfreude nie verloren habe. Das spielt also eine große Rolle. Ich erlebe viele Menschen, die natürlich, wenn sie scheitern, in ein noch tieferes Loch fallen, weil sie grundsätzlich schon nicht emotional stabil sind. Und wenn solche Leute dann tatsächlich in so ein Loch fallen, dann ist es natürlich noch mal schlimmer. Es gibt sehr viele junge Leute, die ich erlebe, die noch nicht gelernt haben, mit Scheitern umzugehen, sei es, weil sie in ihrer Kindheit vielleicht nicht gelernt haben, sich auszuprobieren. Für Kinder ist es ja sehr wichtig, dass sie feststellen, beim Experimentieren Man fällt auch mal auf die Nase. Und es passiert nichts Schlimmes im besten Fall. Natürlich kann man sich stark verletzen, fürs nächste Mal ist man aber besser vorbereitet. Und ich glaube, das Einüben von Scheitern und das Bewusstwahrnehmen von Scheitern, sich kurz zu überlegen, was ist passiert, was kann ich das nächste Mal besser machen, wie gehe ich vor allem das nächste Mal mit Scheitern um. Das heißt auch emotional schon oder auch sich zu überlegen, was kann mir passieren und komme ich mit der Situation zurecht. Das ist echt schon ziemlich großes Kino. Und ich würde mir manchmal wünschen, wir alle täten das ein bisschen mehr. Also es ist ja auch so eine klassische Frage, wenn du so in Vorstellungsgesprächen bist. Ne? Was hast du denn schon mal so richtig in den Sand gesetzt? Und die meisten Leute wissen dann nichts. Oder sie trauen sich nicht, etwas zu sagen. Und das finde ich dann immer sehr, sehr interessant. Da frage ich mich immer, ist es wirklich so? Oder haben sie einfach Angst, es einzugestehen? Ja, manchmal heißt es sogar, ich habe zum Beispiel Geschäftsleute erlebt, die dann gesagt haben, ich habe bei meinen Untergebenen oder wie sagt man, bei meinen Mitarbeitern nicht rechtzeitig erkannt, dass sie Fehler gemacht haben. Das als eigenen Fehler einzugestehen, dass sie eigentlich als Führungskraft auch dafür verantwortlich sind. Und vielleicht sogar, du kennst dich ja noch mal besser aus mit Leuten, die wirklich auch in hohen Führungspositionen sind, dass sie vielleicht auch ihren Mitarbeitern sagen, ihr dürft scheitern. Es ist in unserem Betrieb erlaubt und wir tragen das als Team. Ja, das ist allerdings so. Das ist mittlerweile leider an vielen Stellen gibt es so eine Cover-Your-Ass-Mentalität, wo alles vermieden wird, außer zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Schade drum und ich finde es richtig super, dass du dich hier hinstellst und mich strahlend, also ihr müsstet ihn sehen, er strahlt. Ich freue mich auch absolut immer wieder über das Thema berichten zu können. Vielleicht gehe ich manchen schon in meinem Umfeld damit auf die Nerven quasi, aber ich habe auch so viele interessante Vorträge schon zu diesem Thema gehört und das will ich ja auch wirklich für dieses Thema, weil ich eben auch erlebe, dass Leute, die daraus aus erfolgreichem Scheitern herausgekommen sind und eben auch das als bewusste Bereicherung ihres Arbeitsalltags und ihres Lebens erleben, genauso mit einem Strahlen rausgehen. Ja, es gibt ja die Fuck-Up-Nights und solche Sachen mittlerweile. Es wird mittlerweile wieder populärer, man darf es wieder. Ja. Daniel, magst du uns noch ein paar Worte mit auf den Weg geben? Oder scheitert erfolgreich. Nehmt erfolgreich alles auf, was ihr kriegen könnt. Wagt euch an neue Unternehmungen ran. Analysiert. Verzeiht euch selber das Scheitern. Und geht immer wieder positiv weiter im Leben. Ja, wunderbar. Da habe ich gar nicht viel zu sagen. Wenn ihr in München seid, dann haltet in ein paar Monaten Ausschau nach Daniel Radke und seinem neuen Studio. Vielmehr, glaube ich, können wir noch gar nicht darüber berichten, weil es noch alles noch nicht ganz fertig ist. Und lieber Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich freue mich auch sehr.